hier kommt Valerie, euer Bastelwal. Ich möchte euch zeigen, wie einfach es ist, eine Schüttelkarte zu basteln. Diesmal mit Osternmotiv, aber man kann alle möglichen Motive nehmen. Und weil ich das einfach halten will, machen wir das heute nur mit Grundwerkzeug, was man schon zu Hause hat. Dann noch ein Bleistift oder was Ähnliches und ein schöner Filzstift für die Beschriftung. Nicht unbedingt notwendig, aber ich habe auch eine zweiseitige Klebefilm benutzt und eine Verzierungsschere und einen Löffel. Und jetzt zu den Verbrauchsmaterialien: eine Faltkarte, dann eine glatte Stück PET-Folie. Ich nehme es hier aus irgendeiner Verpackung. Ich sammle sowas, man weiß nie, wenn es nützlich wird. Ein hübsches Papier für das Ei. Dann ein festerer Cardstock für die vorderste Schicht und ein Stück Wellenpappe von einem Karton. 4 mm dick ist gut. Auch Moosgummi wäre eine Alternative dafür. Als Rasselmittel habe ich kleine Perlen genommen. Solange sie etwas kleiner sind als die Dicke der Wellenpappe, dann werden sie hin und her rollen können. Jetzt geht's los. Die Teile müssen zurechtgeschnitten werden. Die oberste Schicht, eine schöne grüne Karte hier. Auf mein Beispiel, das wird dann ein bisschen kleiner geschnitten als die Faltkarte. Und ich habe es dann mit meiner Büttenschere etwas interessanter gestaltet. Das hübsche Papier, das wird dann ein bisschen kleiner sein als das grüne Karte. Es muss nur so groß sein, ein bisschen größer sein als das Ei selber. Man kann das Ei freihand malen, aber ich nehme hier 2 runde Formen als Hilfsmittel und dann ein schöneres Ei, hoffe ich, als was ich erzielen könnte, einfach freihand. Das Ei ausschneiden und dann auch die Wellenpappe zurechtschneiden, ein bisschen kleiner als unsere grüne Karte und ein Ei ein bisschen größer, das Loch sollte ein bisschen größer sein, als was auf der grünen Vorderseite vorhanden ist, sodass die Wellenpappe unsichtbar bleibt. Mit dieser Wellenpappe haben wir das Problem, das sind seitlich die Löcher da und mein Mini-Perlchen können verschwinden. Das wäre dann doof in einer Schüttelkarte, wenn alle Schüttelmittel dann zur Seite dann einfach entkommen kann. Also muss ich die Löcher irgendwie abdecken. Habe ich gemacht mit Klebefilm. Die PET-Folie muss genauso groß sein, dass es schön das Ei, das Fenster abdecken kann. Die Folie muss sauber sein. Ich poliere es ein bisschen nach, bevor ich sie dann auf der Rückseite vom Fensterstück klebe. Auf die beiden wird dann die Wellenpappe draufgeklebt. Und jetzt für die raffinierte Verzierung. Es muss nicht genauso sein, aber wie man sieht, habe ich eine kleine Skizze gemacht, was ich erzielen möchte. Und ich nehme die breiteste Stelle von meinem Eifenster und das übrig gebliebene Stück Karte, das eiformige Stück, und kann damit meine schöne Schleife basteln. Ich finde, das ist immer klug, ein gestreiftes Papier zu nehmen. Die Streifen sind eine Hilfe, wenn es um Messen oder gerade schneiden geht. Ansonsten hätte ich alles sehr genau abmessen müssen. Diesmal habe ich nicht mal ein Lineal gebraucht.
Ich betone die Ränder meiner Schleife mit meinem Filzstift, was ich auch für den Schriftzug benutze. Man kann auch die ganze Karte am Rand verzieren. Den Schriftzug habe ich auch mit ein Stück Wellenpapier hinterlegt, dass diese Schleife etwas von dem Fenster abhebt. Das bringt noch ein bisschen Dimension in die Sache. Beim Kleben ist Vorsicht geboten. Wenn wir zu viel Kleber am Rande nah am Fenster haben, dann kleben eventuell die Perlchen schon drauf, wenn man schüttelt, bevor es ausgetrocknet ist. Und das Schüttelteil schön auf der Faltkarte kleben. Dann haben wir unsere schöne Osterkarte fertig. Und jetzt wiederhole ich die Grundschritte für den Schüttelteil. Erstmal eine Form aus Karton schneiden. Der gleiche Form, ein bisschen größer, aus Wellenpappe schneiden. Ein Stück PET-Folie oder was ähnliches auf der Rückseite vom Karton kleben. Darauf das Stück Wellenpappe. Jetzt Füllmaterial einfüllen und dann abdecken mit dem schönen Papier. Mit diesen wenigen Grundschritte kann man jede beliebige Schüttelkarte basteln. Und ich wünsche euch gutes Gelingen. Tschüss, bis zum nächsten Mal mit Bastelwahl.